Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Weltgestalter, wo es darum geht, wie wir als Kinder Gottes die Schöpfung nachhaltig prägen. Mein Name ist Nicole Heimann, ich bin Künstlerin, evangelische Theologin und Autorin vom Buch Weltgestalter. Kurz nachdem ich das Video für letzte Woche gefilmt habe, habe ich eine richtig coole Nachricht bekommen, dass ich nämlich mein Buch Weltgestalter auf der Eden Culture Konferenz in Stuttgart kurz vorstellen dürfte. Deswegen, bevor wir weitermachen, ein paar Eindrücke von der Konferenz. Danke nochmal an Johannes Hartl und das Team, dass ihr so eine Konferenz überhaupt veranstaltet und dass ihr Inputs für so viele Leute weitergebt. War richtig cool. Bisher haben wir uns angeschaut, wer wir als Kinder Gottes sind, Ebenbild Gottes, was ist das Evangelium und was ist Nachhaltigkeit. Und heute geht es wirklich um die Schöpfung. Wie immer steigen wir ein mit einem Fun Fact. Fun Facts sind kleine Tatsachen aus unserer Welt, die uns zum Staunen, Nachdenken und Weltgestalten anregen sollen. Und der heutige Fun Fact passt wunderbar zum Thema Schöpfung. Der afrikanische Lungenfisch kann bis zu 3 Jahre ohne Wasser überleben, indem er sich in Schlamm eingräbt und in einer Art Kokon ausharrt. Sobald die Regenfälle dann kommen, schlüpft er aus, als ob gar nichts gewesen wäre. Wahnsinn. Wenn du einen Funfact hast, den du teilen willst, dann schreib ihn mir gerne in die Kommentare oder schick mir eine Mail an weltgestalter@gmail.com. Und jetzt weiter mit dem Video. In Vorbereitung zu meinem Buch habe ich eine Art Gesprächskreis geleitet, einen Hauskreis. Und da habe ich auch zum Beispiel eine Woche zum Thema Schöpfung, Natur gehabt. Zum Einstieg habe ich 2 Fragen gestellt. Die erste Frage war, was kommt euch alles in den Sinn, wenn ihr über die Natur nachdenkt oder über Schöpfung? Und da kamen ganz viele positive Antworten. Ja, die Natur gibt mir was, da finde ich Freude, da finde ich Kreativität wieder, da finde ich Vielfalt und so weiter und so fort. Die zweite Frage, die ich anschloss, war, wenn wir als Menschheit doch so viel Gutes aus der Schöpfung kriegen, warum beuten wir sie dann gleichzeitig als Gruppe, als Menschheit so dermaßen aus? Einige Beispiele dafür: Wir verbrauchen ungefähr 1,7-fach die Ressourcen, die die Erde wieder regenerieren kann. Sozusagen für jeden Euro, den wir verdienen, geben wir 1,70 € beim Kiosk aus. Wenn wir so weitermachen wie bisher, dann werden wir bis 2050 mehr Plastik im Meer haben als Fische. Was machen wir damit? Wenn wir als Christen uns fragen, was wir mit der Schöpfung machen sollen oder was wir mit der Natur machen sollen, dann haben wir allein in dem Wort Schöpfung schon einen Hinweis. Schöpfung soll bedeuten, dass Gott der Schöpfer ist und dass die Natur, genau wie wir auch, geschaffen ist. Damit sind wir nicht einfach nur irgendwie Materie, die einfach irgendwie, existieren, sondern da ist ein Zweck dahinter, da ist ein Macher dahinter, der das in irgendeiner Weise in Beziehung zueinander setzt. Das ist also aus christlicher Perspektive eine grundlegende Feststellung. Wie die aber ausgelebt wird, hängt auch ganz viel damit zusammen, wie wir als Kultur geprägt sind, und das beeinflusst, wie wir mit der Natur umgehen, wie wir überhaupt über sie denken. Und das ist eben nicht überall gleich. Ein Beispiel davon nenne ich in meinem Buch Weltgestalter auf Seite 102 bis 104. Ich lese mal ein paar Auszüge daraus vor. In einigen nicht-westlichen Kulturen finden wir einen sehr unmittelbaren Bezug zur Natur. Teilweise praktizieren die Menschen dieser Kulturen animistische Religionen. Bäume und Steine haben also eine Art Seele. Manchmal wird die Natur angebetet, andere Male wird sie eher wie ein älterer Bruder um Gefallen gebeten. Man glaubt, dass die Geister der Natur einen Einfluss auf die Welt der Menschen haben. Wenn die Ernte gut läuft, wird das zum Beispiel der Güte bestimmter Geister zugeschrieben und nicht allein dem Wetter oder den Mühen der Bäuerinnen und Bauern. In der westlichen Welt ist die Natur dagegen nicht beseelt. Stattdessen ist sie Materie, die man empirisch messen kann. So macht man sich keine Gedanken um die Seele der Tiere und Pflanzen, sondern nutzt die Natur für seine Zwecke. Der Mensch ist Herr der Natur und kann sie für wirtschaftlichen Gewinn manipulieren. Wie sieht es nun in der Bibel aus? Dort finden wir eine interessante Balance zwischen der Haltung des Westens und nicht-westlicher Stammungskulturen. Für uns ist Gott als Schöpfer der Herr über alles. Er hat nicht nur Autorität über einen einzelnen Berg oder über lokale Ernte, sondern alle Tiere, Pflanzen, Menschen, Berge und Flüsse. Damit ist auch gesagt, dass die Schöpfung keine Sammlung an Göttern oder Geistern ist, sondern ein Geschöpf
wie wir auch. Andererseits ist die Schöpfung mehr als biologische und chemische Materie. Der Psalmist ruft der Gemeinde zu. Der Himmel verkündet die Herrlichkeit Gottes und das Firmament bezeugt seine wunderbaren Werke. Psalm 19, Vers 2. Die Welt ist kein Gott, aber sie erzählt von Gott, weist wie ein Zeuge auf ihn hin. Zudem wurde der Mensch, in biblischen Bildern gesprochen, aus Erde geformt. Vergleiche 1. Mose 2, Vers 7. Er ist also im Kern aus derselben Substanz gemacht wie die restliche Schöpfung. Er ist über sie gestellt, um sie bewusst und liebevoll zu kultivieren, darf aber nie vergessen, dass er mit der natürlichen Welt von Grund auf verwandt ist. Also wir merken, dass kulturelle Prägung einen Einfluss darauf hat, wie wir über die Natur denken oder vielleicht auch nicht denken, ob wir sie wahren, ob wir sie wertschätzen oder vielleicht einfach nur ausbeuten wollen. Wie können wir also näher zu dem hinkommen, die Schöpfung zu wahren und im positiven Sinne über sie zu herrschen, wie wir das beim Video Ebenbild Gottes gelernt haben? Ein erster wichtiger Schritt ist, glaube ich, ganz praktisch, lernen die Schöpfung kennen. Wenn wir etwas nicht kennen, dann können wir es nicht lieben. Wenn wir es nicht lieben, dann werden wir es auch nicht schützen. Das ist eines der Gründe, warum ich die Fun Facts in diese Videos eingeführt habe, damit wir zum Staunen kommen, damit wir merken, wow, die Schöpfung ist wirklich wertvoll und deswegen will ich sie überhaupt gestalten. Eine ganz einfache Art und Weise, die du das machen kannst, ist, dass du zum Beispiel Natur-Dokus schaust oder wenn du spazieren gehst, dass du mit all deinen 5 Sinnen genau mal beachtest, wo gehst du daran vorbei? Geh nicht einfach durch die Felder, sondern schau dir den Grashalm an und die verschiedenen Wildblumen und die verschiedenen Insekten an, die da umherschwirren. Beachte das Wasser in der Pfütze, beachte den Löwenzahn, der zwischen der Ritze hervorkommt. Was siehst du, was hörst du, was riechst du, was schmeckst du, was tastest du? Ist es weich, ist es hart, ist es scharf, ist es zart und so weiter und so fort. Weil wenn du das erlebst, dann schätzt du es wert. Also komm ins Staunen. Je mehr wir staunen, desto mehr lieben wir etwas und je mehr wir es lieben, desto mehr schützen wir es. Als nächstes würde ich darauf hinweisen, dass wir aus christlicher Perspektive eine Verantwortung und gleichzeitig auch einen Nutzen davon haben, ganzheitlich für die Schöpfung zu sorgen, also inklusive Natur. Das schreibt zum Beispiel auch Papst Franziskus in seinem Dekret Laudato Si im Jahr 2015. In diesem Dekret beschreibt er, dass die Natur einen Rhythmus hat zwischen Arbeit und Ruhe. Wenn wir also diesen Rhythmus beachten, also nicht zu viel ausbeuten, sondern dass wir regenerieren lassen, dann ist das nicht einfach nur gut für die Natur, sondern es ist auch gut für unsere Seele und für unser Miteinander, weil wir auch innerlich und äußerlich in diesen Rhythmus reinkommen. In anderen Worten, wir sind nicht einfach nur irgendwie außerhalb des Systems und da ist irgendwie Natur, sondern wir sind Teil von diesem System. Deswegen hat alles Auswirkungen auf sich gegenseitig, inklusive uns. Und deswegen können wir diese Verantwortung wahren. Das ist also der Impuls von Papst Franziskus. Und zum Schluss ist der Impuls, viele kleine Schritte sind mindestens genauso mächtig wie große Schritte. Das sieht man zum Beispiel an Ameisen oder Bienen. Eine einzelne Ameise, eine einzelne Biene, ja okay, kann ein bisschen was machen. Aber nimm ganz viele zusammen, ein ganzes Bienenvolk, ein ganzer Ameisenhaufen und die können alles Mögliche bewegen. Die können ganz viel Honig produzieren, sie können einen Bau konstruieren oder halt auch Schädlinge bekämpfen und so weiter und so fort. So sehr, dass ganze Umweltschutzaktionen darauf ausgerichtet sind, zum Beispiel diese Insekten zu schützen, weil sie ja zum Beispiel für unsere Natur- und Artenvielfalt und für unsere Lebensmittelindustrie super wichtig sind. Also kleine Schritte sind mindestens genauso wichtig wie große Schritte von irgendwelchen Regierungen und Gesetzen. Eine ganz praktische Möglichkeit als Einzelperson gemeinsam viel zu erreichen ist, Ecosia als Suchmaschine zu benutzen. Die haben mich jetzt nicht gesponsert oder so, ich finde einfach cool, was die machen. Ecosia ist eine Suchmaschine wie Google mit dem Unterschied, dass sie Bäume pflanzen mit dem Geld. Und sie pflanzen die Bäume so, dass es wirklich nicht nur Naturschutz ist, sondern dass es auch sozial und wirtschaftlich sinnvoll ist. Also es ist ganzheitlich. Infos dazu in der Beschreibung, man kann sich das kostenlos runterladen, die Extension beim Browser und dann benutzt man Ecosia genau wie Google. Eine andere Möglichkeit ist,
Plastik zu recyceln. Natürlich einmal, dass man weniger Müll erstmal produziert, also zum Beispiel wiederverwendbaren Kaffeebecher zu benutzen, wiederverwendbare Einkaufstasche. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass man das Plastik, was sich anhäuft, zum Beispiel lokalen Recyclingvereinen spendet. Ein Beispiel ist Precious Plastic. Das sind Initiativen, die weltweit existieren. Die nehmen dieses Plastik an und machen daraus alle möglichen Produkte. Aber du kannst auch mit dem Plastikmüll selber was machen. Zum Beispiel kannst du Eco-Bricks daraus machen. Das macht man in Entwicklungsländern häufig, wo es gar keine Recyclingmöglichkeiten für Plastik gibt. Dann nimmt man einfach so eine Flasche hier und füllt sie mit dem Plastikmüll und stoppt das da hier so rein. Und daraus, wenn sie ganz voll werden dann sozusagen Backsteine. Und diese Backsteine kann man für alles Mögliche verwenden. Ich werde ein paar Bilder einblenden, was daraus konkret gebaut wird. Der Punkt davon ist, du kannst vielleicht nicht die gesamte Plastikindustrie verändern, aber du kannst aus scheinbarem Müll durchaus Ressourcen gewinnen. Du kannst also die Dinge in deinem Leben mal anschauen, überlegen, wie kann man dieses Ding, was eigentlich ein Problem ist, was eigentlich Ärger macht und schlecht ist, wie kann man das gestalten, sodass es dann wieder positiv wird. Und so ein Denken hatte zum Beispiel auch eine Kirche in den USA. Das ist das letzte Beispiel, was ich euch erzählen will für heute. Eine byzantinisch-orthodoxe Kirche. Und die hatte so ein Sumpfgebiet in der Gegend von dieser Gemeinde. Total ekelhaftes Sumpfgebiet, total vermüllt und so weiter. Und die haben darauf bestanden, dass sie dieses Sumpfgebiet wieder mit natürlichen Pflanzen herrichten würden, sodass diese Überschwemmungen aufgefangen werden. Am Anfang waren die umliegenden Bewohner sehr skeptisch. Die dachten, oh nein, wenn wir jetzt aufhören, das zu managen, dann kommen ja noch mehr Überschwemmungen, dann geht es ja noch schlimmer als vorher. Aber sie haben als Gemeinde diese Gegend wieder aufgerichtet und dadurch gingen die Überschwemmungen plötzlich weg. Der Gestank ging weg und die Pflanzen konnten mit dieser Feuchtigkeit viel besser umgehen. So sehr, dass jetzt die gesamte Umgebung ein Naturschutzgebiet ist, wo man wirklich drin rumlaufen kann und wo viel Vielfalt ist und die umliegende Umgebung denkt sich, wow, diese Leute haben sich um die Schöpfung gekümmert, das ist ja so schön für uns und jetzt haben Interesse auch in die Gemeinde zu kommen. Also wir merken kleine Dinge, die aber regelmäßig und nachhaltig gemacht werden und Schritte auf Netzwerke hinzu, anstatt nur, was will ich, haben eine große Auswirkung. Nicht nur auf uns selber, nicht nur auf die Natur, sondern auch auf das, wie wir hinausstrahlen in die Welt und in dem, wie wir alle gemeinsam diese Welt gestalten können. Das war der Gedanke für heute, lieber Weltgestalter. Schreib auch gerne in die Kommentare, was du davon gehalten hast. Wenn du Links und weiterführende Infos suchst, dann findest du das in der Videobeschreibung. Außerdem findest du in der Beschreibung einen Link zu meinem Buch Weltgestalter zum Vorbestellen. Das kommt in ganz wenigen Tagen raus und kann man auf buch7.de, Amazon oder SCM Shop oder auch in anderen Gegenden bestellen. Wenn das Video dir gefallen hat, kannst du es liken, teilen und den Kanal abonnieren. Mein Newsletter kannst du auch abonnieren. Dazu gehe auf meine Webseite und fülle deinen Namen und E-Mail-Adresse ins Formular ein. Das ist auf der Homepage drauf. Sonst bleibt mir noch zu sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, lieber Weltgestalter. Tschüss.